Eine Portion dieser köstlichen, diabetesfreundlichen Kohllasagne enthält nur 5 Gramm Netto-Kohlenhydrate und ist somit gesund, nahrhaft und hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Keine Sorge, die Zubereitung ist auch ganz einfach. Warum haben wir uns also entschieden, diese Lasagne statt der klassischen zuzubereiten? Vergleichen wir beide in Bezug auf Netto-Kohlenhydrate und ihre Auswirkungen auf den Blutzucker. Unsere diabetikerfreundliche Kohllasagne hat insgesamt nur 5 Gramm Netto-Kohlenhydrate, also den Anteil, der im Körper in Zucker umgewandelt wird. In der klassischen Lasagne hingegen ist dieser Wert 6-mal höher, also 30 Gramm. Die glykämische Last der klassischen Lasagne, also wie schnell sie den Blutzucker ansteigen lässt, ist etwa 14-mal höher als bei unserer Lasagne. Das Essen einer klassischen Lasagne lässt den Blutzucker bei Menschen mit Diabetes schnell ansteigen. Unsere Lasagne hingegen ist speziell für Menschen mit Diabetes optimiert und ohne unseren italienischen Freunden zu nahe zu treten, wagen wir zu behaupten, dass sie sogar noch köstlicher ist als das Original. Wir empfehlen dieses Rezept nicht nur für Menschen mit Diabetes und Prädiabetes, sondern auch für alle, die sich ketogen ernähren, abnehmen möchten oder sich gesund und glutenfrei ernähren wollen. Fangen wir an. Wir schneiden einen mittelgroßen Kohlkopf in der Mitte in 2 Hälften. Wir schneiden den Strunkteil heraus und entfernen ihn. Dann schneiden wir jede Hälfte in 3 Stücke. Insgesamt werden es also 6 Stücke. Dünnen Sie unbedingt die dicken Blattadern mit einem Messer aus. Wir schalten die Herdplatte unter dem Topf ein und gießen etwa 2 bis 2,5 Liter kochendes Wasser hinein. Wir geben 2 Teelöffel Salz hinzu. Dann geben wir auch 2 Esslöffel Essig dazu. Wir legen die Kohlblätter in das kochende Wasser und beginnen mit dem Kochen. Lassen Sie uns den Deckel des Topfes schließen und etwa 35 Minuten kochen, bis sie weich werden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, prüfen wir mit einer Gabel, ob sie weich geworden sind. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie die Kohlblätter beiseite und lassen Sie sie abtropfen. Wir zerdrücken 3 Knoblauchzehen oder schneiden sie in dünne Scheiben. Wir putzen eine grüne Paprika und schneiden sie in dünne Streifen. Wir hacken eine Handvoll frische Petersilie fein und legen sie beiseite. Wir reiben 150 Gramm Halbfettkäse mit der groben Seite unserer Reibe. Wir stellen die Pfanne auf den Herd und schalten die Hitze ein. Wir geben 3 Esslöffel Olivenöl in die erhitzte Pfanne. Wir geben 800 Gramm mittelfettes Rinderhackfleisch in unsere Pfanne. Wenn Sie möchten, können Sie hier auch Hühnerhackfleisch oder Hackfleisch anderer Fleischsorten verwenden. Mit Hilfe eines Pfannenwenders beginnen wir, das Hackfleisch anzubraten. Das Hackfleisch muss zuerst sein Wasser freisetzen und dieses Wasser muss dann vollständig verdampfen. Wir fügen die zerdrückten 3 Knoblauchzehen hinzu und rühren weiter. Wir geben auch die in Streifen geschnittenen Paprikaschoten dazu und rühren weiter mit dem Pfannenwender. Kommen wir zu unseren Gewürzen. Wir geben einen Teelöffel getrocknete Minze, einen Teelöffel schwarzen Pfeffer, einen Teelöffel Chiliflocken, einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen Teelöffel Thymian und 1,5 Teelöffel Salz hinzu und rühren weiter. Wir geben einen Esslöffel Tomatenmark dazu und rühren, bis der rohe Geruch der Paste vollständig verschwunden ist. Wir schalten die Herdplatte aus und geben die fein gehackte Petersilie hinzu, während wir noch ein wenig weiter umrühren. Unsere Hackfleischmischung für die Lasagne ist jetzt fertig.
In der Zwischenzeit schalten wir unseren Backofen ein, stellen ihn auf Ober- und Unterhitze und bringen ihn auf eine Temperatur von 180 Grad Celsius. Wir stellen einen Soßentopf auf den Herd und beginnen ihn zu erhitzen. Wir geben 3 Esslöffel Olivenöl hinzu. Wenn Sie möchten, können Sie in diesem Rezept auch Sonnenblumenöl oder Butter verwenden. Wir geben einen Esslöffel Tomatenmark in das erhitzte Öl. Wir fügen auch einen halben Esslöffel Paprikamark hinzu. Wir geben einen Teelöffel Salz hinzu. Wir rühren weiter, bis der rohe Geruch der Paste verschwunden ist. Wir geben einen halben Becher Wasser hinzu und rühren, bis die Mischung zum Kochen kommt. Jetzt ist unsere Soße fertig. Wir schalten die Herdplatte aus. Wir fetten das Innere unserer Auflaufform ein. Wir legen die Kohlblätter in 2 Schichten auf den Boden der Auflaufform. Wir verteilen die Hälfte der vorbereiteten Hackfleischmischung gleichmäßig über die Kohlblätter. Darauf legen wir wieder 2 Schichten Kohlblätter. Mit der verbleibenden Hälfte der Hackfleischmischung bedecken wir die Kohlschicht. Darüber legen wir erneut 2 Schichten Kohlblätter. Mit Hilfe eines Messers machen wir etwa 30 kleine Löcher. Wir gießen unsere Tomatensauce über die Lasagne und verteilen sie gleichmäßig über die gesamte Oberfläche. Wir stellen unsere Lasagne auf die mittlere Schiene des vorgeheizten Ofens. Jetzt beginnt der Backvorgang. Nach etwa 70 Minuten wird die obere Oberfläche vollständig gebräunt sein. Wir nehmen unsere Form aus dem Ofen heraus. Jetzt streuen wir 150 Gramm frisch geriebenen Halbfettkäse gleichmäßig über die Lasagne. Danach kommt sie wieder in den Ofen, aber diesmal stellen wir die Einstellung auf Oberhitze um. Unsere Temperatur bleibt gleich, 180 Grad Celsius, und unsere Backzeit beträgt etwa 15 Minuten. Am Ende dieser Zeit wird die Käseschicht geschmolzen und gebräunt sein. Wir nehmen unsere gebackene Lasagne aus dem Ofen heraus. Wir teilen die Lasagne in 8 gleich große Stücke. Jedes Stück wird ungefähr 210 Gramm wiegen. Wir nehmen eine Portion dieser schönen und köstlichen Lasagne von 210 Gramm auf unseren Teller. Jetzt können wir diese leckere, gesunde und 100%ig diabetikerfreundliche Lasagne essen. Guten Appetit! Auf unserem Kanal Diabetesköche zeigen wir Ihnen 100%ig diabetikerfreundliche Rezepte und teilen zu jedem Gericht die Nährwerte mit. Es ist immer gut zu wissen, was man isst. Wir zeigen Ihnen weiterhin viele Wege, sich gesund und diabetikerfreundlich zu ernähren, ohne auf Geschmack zu verzichten. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel. Bis zum nächsten Rezept, auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.